Hallo liebe Vespa-Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin heute beim Cafe Racer 69 Team in Berlin und das Projekt geht weiter, British Classic. Ihr dürft uns heute wieder begleiten und gespannt sein, was als nächstes kommt. Viel Spaß! So, wir werden jetzt, da die Gabel vorne ausgebaut ist, schon mal den vorderen Stoßdämpfer einbauen. Den haben wir hier, das ist der BGM. Da seht ihr ihn. Sehr, sehr guter Stoßdämpfer. Habe ich schon verbaut, Micha schon öfter. Ich packe euch einen Link unten in die Beschreibung. Das ist der BGM Competition. Hier unten ist dann die Druckstufe, die verstellbare, oben die Zugstufe und hier können wir dann noch die Federvorspannung einstellen. Da ist noch ein Werkzeug mit dabei. So aus. Das ist so ein Feststellwerkzeug, mit dem man dann hier in diese kleinen Löcher rein kann. Und hier ist eine kleine Schraube noch zum Arretieren feststellen können. Da ist auch noch so ein kleiner Schraubenzieher vorne mit dran am Werkzeug. Ich hole es mal am besten aus, damit das sehen. Jetzt die oberen beiden. Da sind wir. Hier ist also die Seite zum Verstellen, die dann in die Löcher gesteckt werden kann, um die Federvorspannung einzustellen. Und hier mit diesem Schraubenzieher auf der anderen Seite können wir dann die noch drehen. Nee, das ist ja. Arretierung lösen. Aus. Dann haben wir ein bisschen, also sehr gut gemacht. So Werkzeug ist gleich mit dabei. Kannst du ein bisschen. Kann man sich also immer zurechtlegen und dann kann man unterwegs auch mal den Stoßdämpfer verstellen. So. Jetzt muss man aber auch mal dazu sagen, das Serienfahrwerk, so fahren ja die meisten auch um. Solange das Serienfahrwerk neu ist, nagelneu wie hier, ist das okay. Leider ist das aber schon nach kurzer Zeit, also sagen wir mal so nach 2.000, 3.000 Kilometern so, dass man sagen kann, nicht mehr so da gut, geht ne? deutlich mehr als in der Serie. Das ist leider, und wenn man bedenkt, dass der BGM-Dämpfer gerade mal ein Huni mehr kostet als der Seriendämpfer, ist das ein super investiertes Geld. Wie gesagt, wenn man das nagelneu hat, dann wird man keinen großen Unterschied merken, aber schon nach 1000 Kilometern ist dann ein deutlicher Unterschied zu spüren zwischen der Serie und den BGM-Dämpfern. Was ändert sich deiner Erfahrung nach mit dem Fahrverhalten? Das Fahrverhalten wird deutlich stabiler durch den Sportdämpfer und das Rad wird deutlich ruhiger auf der Straße gehalten. Sport heißt ja nicht bockelhart zu sein, sondern halte das Rad vernünftig auf der Straße. Und das kann der BGM-Dämpfer einfach deutlich besser. Nun ist das Fahrzeug ja grundsätzlich nicht als Sportfahrzeug ausgelegt, muss man ja auch mal bedenken. Ist ja auch immer so ein bisschen genau, ne? Dann hast du, das ist sowieso nicht so. Von daher ist es so, jetzt müssen wir den Dämpfer aber noch umbauen. So, jetzt wird die obere Haltung noch gewechselt. Da gibt es natürlich auch noch, da kommt jetzt gleich so ein Anschlaggummi zum Vorschein. Schrums. Wenn das neu ist, geht das natürlich alt noch ganz toll. Irgendwann, wenn das ein paar Jahre alt ist, kann das schon mal anstrengend werden. So, brauchen den Gummi. Die gibt es natürlich auch in verschiedenen Stärken, in verschiedenen. Aus meiner Sicht tut es aber das Serienteil tatsächlich. Ja, hier ist ja noch so ein Gummi. Schums. Nehmen wir natürlich die neue Mutter. Achtung, gerade bei den hinteren sind auch neue Muttern drauf. Da werden wir gleich nochmal sehen. Die haben eine andere Gewindesteigung. Muss man ein bisschen aufpassen. Speziell bei den hinteren. So, jetzt dreht sich der Krempel mit. Macht nichts, so gewollt. Kann man mit einem 19er hier festhalten. Hier, da musst du mal, den musst du festhalten. So. Fest, reicht. So, Bremse ist dran. Jetzt kommt der Stoßdämpfer. Ist halt ein bisschen leichter, wenn man ranbaut, wenn die Gabel ausgebaut ist, was in der Regel nicht der Fall sein wird. Aber ich habe schon mal ein Video gemacht, wie der Stoßdämpfer montiert wird, wenn die Gabel drin ist. Das könnt ihr euch mal anschauen. So. Jetzt nehmen wir wieder unsere schönen Bleche, ziehen die Handschuhe aus, weil die behindern jetzt die
Feinmotorik. So. Schnick, schnack. Jetzt wieder ein bisschen fummelig, da diese kleinen Ja, Bleche ja. reinzuschieben. Ne? Aber die sind halt für dieses Kippelige hier zuständig. Oh, passt. Gleich. Also ein bisschen Spiel ist irgendwie immer noch. Ne? Ja, ja, aber das zieht sich auch ein bisschen zusammen. So. Das heißt, jetzt, du Sau, da ist er. Sehr schön. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Machte tatsächlich im Eingebauten fast lieber. Komischerweise. So. Einmal. So, jetzt können wir das Ganze mal versuchen anzusetzen. Super. So, also wie Läuft. gesagt, ich mache das lieber im eingebauten Zustand, aber die Bleche machen sich tatsächlich im ausgebauten schöner. Muss man mal ganz ehrlich sagen. So. Und wer jetzt hier ranzoomt, ganz dolle, der stellt Folgendes fest. Oh, hier fehlt ja eine Unterlegscheibe. Na, alle aufmerksamen Zuschauer haben es gesehen. Deswegen schrauben wir das nochmal raus. War auch ein Test für alle. Weil wir wollen ja, dass die Schrauben sich nicht hinterher lösen. Ne? Eine Unterlegscheibe ist ja auch eine Schraubensicherung. So. Man könnte den auch andersrum einbauen, dass der Ausgleichsbehälter für die Zugstufe hier vorne ist. Druckstufe. Druckstufe, dass der hier vorne ist. Ja, wie geht das denn? Man kann ihn einfach andersrum einbauen. Das geht. Das funktioniert. Man kann das Ding drehen. Aber dann kommst du hier ran, sieht scheiße aus. Aber es geht. Schon gemacht. So. Das sind unsere klassischen M6er Radbolzen. 25 bis 30 Newtonmeter. Die hast du mal so locker im Oberarm. Ne? Die hat man mehr als locker im Oberarm. Ganz locker hat man die im Oberarm. Ich ziehe sie eher fester. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man die nicht abreißt. So, gut. Einmal. Jetzt noch hier oben ran. Das macht sich natürlich deutlich schöner. Ja, aber das ist doch eine Fummelei, wenn du das im eingebauten Zustand das ist im machst, ne? eingebauten Zustand wirklich nicht so schön. Das macht sich so deutlich besser. Der Trick hier wäre folgender gewesen, wenn man es im Eingebauten macht, erst oben anzusetzen und dann unten festzuziehen, weil du das dann ein bisschen bewegen kannst, alles so. Ja, definitiv. Den andersrum. Fehler hatte ich mal gemacht. Ich habe es erst unten ran gemacht und wollte dann oben rein, ging nicht mehr. Ja, genau. Also im Eingebauten definitiv andersrum. So. So, jetzt ziehen wir erstmal beide ran. Einmal. Herr Röhre ist das reißt. So, jetzt kommen wir zum Einbau der hinteren Stoßdämpfer. Auch wieder von BGM, passend zum vorderen Stoßdämpfer kommen hinten die BGM Competition rein. Die haben auch wieder den Vorteil, die haben einen Druckbehälter zum Ausgleich der Druckstufe, oben die Zugstufe einstellbar und die Federvorspannung. Den Link packe ich euch unten in die Beschreibung rein. Auch hier ist wieder das Verstellwerkzeug mit dabei, ein paar Aufkleber, die ABE und so sieht das Ganze aus.
Sehr schick gemacht. Und ich gebe dem Micha jetzt gleich mal, Das Einzige, was man bedenken muss, ja, in den BGMs fehlt eigentlich die HPE. stimmt, die gibt es noch Ja, nicht. Die fehlt eigentlich da drin. Was aber mit einem, sage ich mal, mit einem umsichtigen HU, also mit einem Gutachter, kann man das wunderbar machen. Mit einem TÜV oder DEKRA-Gutachter sind die natürlich eintragbar, weil es ist dasselbe Fahrzeug mit derselben Schlüsselnummer wie die Fahrzeuge davor. Es hat halt nur mehr Leistung, also ne, mehr PS und mehr Drehmoment. Ansonsten hat sich an dem Fahrzeug, am Fahrwerk nichts geändert. Von daher wird eigentlich jeder fähige oder beziehungsweise sich mit Umbauten auskennende Gutachter euch die auch eintragen. Solltet ihr auch tun, weil wie gesagt, hier in der ABE fehlt die HPE, ist aber überhaupt nicht dramatisch. Okay. Bei dem BGM-Stoßdämpfern für hinten gibt es ja jetzt zwei verschiedene Varianten. Wir haben ja den Sport und den Competition. Genau. Wann sollte man denn jetzt welchen nehmen? Also ich empfehle, das ist so ein Erfahrungswert tatsächlich, den werden auch viele leicht anders sehen vielleicht. Meine Erfahrung, unsere Erfahrung ist, ich sage immer ab Eigengewicht, also 100 Kilo Eigengewicht des Fahrers, ja, empfehle ich tatsächlich diese Variante mit Ausgleichsbehälter. Bis 100 Kilo Eigengewicht, die meisten wiegen ja so um die 90, 95 Kilo oder 85, irgendwas in dem Dreh, reichen aus meiner Sicht die normalen. Auch wenn man dann mal mit einem Sozius, einer Sozia fährt, ist das in Ordnung. Wenn das Eigengewicht schon die 100 Kilo knackt und dann noch ein Sozius dazu kommt, kommen die Competition Pro ohne Ausgleichsbehälter schon mal an ihre Grenzen, definitiv. Und deswegen meine Empfehlung ist, ab 100 Kilo Eigengewicht die hier. Super, danke. So, den einen bauen wir jetzt gleich schon mal ein, weil da Genau. hinten ist ja schon ab. So, dazu bauen wir den anderen erstmal aus, weil wir brauchen ja auch wieder die Anschlaggummis. Genau. Unten ist er ja schon ab. Nun ist ja bei den hinteren auch die Zugstufe verstellbar. Ja. Die müsste man natürlich jetzt vorher so einstellen, wie man es haben will. So. Da haben wir den Kollegen. Klack. Da haben wir ihn. Flupp. So. Und wir merken uns den Versatz nach Zeige ich außen. nochmal, so rum war der Versatz. Den Versatz nach außen. ja. Genau, nach außen. So, dann den Gummi ab. Und jetzt, hierbei müsst ihr tatsächlich aufpassen, die neuen Gewindestangen in den BGMs haben eine andere Steigung, also nicht die alte Mutter nehmen hier, Okay. sonst versaut ihr euch. Aber sind ja ihr auch bei den versaut euch das BGM mit Gewinde, bei, ne? ihr versaut, also nur als Goodie, ihr versaut euch nicht das Gewinde, denn das ist gehärteter Stahl. Die Mutter, das Gewinde der Mutter geht dabei nur in den Arsch, das ist natürlich auch nicht schön, Okay. aber kann man ja komplett Aber die sind ja vermeiden. hier mit bei, von daher liegt die es sind ja ja nahe, die drauf. neuen zu nehmen. Deswegen, hier sind auch zwei. Also einen runter. Vielleicht gehen wir mal gleich auf die Zugstufe ein. Die Ja. sollte man natürlich jetzt schon einstellen, weil da kommen wir nachher, wenn es eingebaut ist, nicht mehr ran. Da kommen wir nicht ran. Ja, lässt sich ganz einfach feststellen. Wir haben hier eine Markierung drauf. Da ist Hard und Soft. Sieht man es? Ich halte die mal fest. Genau. Muss man jetzt scharf stellen. So, wir haben jetzt hier eine Markierung, Hard und Soft. Um zu testen, wie die Werkseinstellung ist, einfach mal ganz nach Soft drehen. Dann seht ihr, wie viele Klicks das waren. Das waren jetzt hier 8. Dann geht er auf die Grundeinstellung und macht dann die Einstellung, die ihr selber haben wollt. Ja, jetzt ist die Frage, was will man denn selber haben? Genau, also der Stoßdämpfer war eingestellt mit einer Zugstufe von 10 Klicks. Insgesamt sind es 40, also da kann man eine ganze Menge einstellen. Ich lasse das einfach mal so. Ich gehe jetzt wieder auf diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dann sind wir wieder bei der Werkseinstellung. Die sollte auch gut sein, ist so im unteren Drittel. Genau. Also nicht zu hart beim Ausfedern, sondern, glaube ich, ein ganz guter Wert. Na, genau, ja, weil da kommt er halt nicht mehr ran später. Schwupp, Super. jetzt kommt der da drauf, Der Gummi rauf. dann kommt die Unterlegscheibe, dann kommt die Sicherungsmutter da drauf. So, jetzt kann man das entweder, halt mal fest, dann könnte man das per Hand festziehen wieder. Wir kommen ja hier mit unserem 19er, das da oben ist 11.
11 oder 12, nee, 12 ist es bei denen. No? 13 ist es bei Serie, bei denen ist es 12. Ups, falsch. So. Fest, halt gut. So. Und jetzt nehmen wir den. Und jetzt sehen wir auch. So. Versatz. Genau, hier haben wir den Versatz rechts. Ja. Und selbiges. Ja. So, Kann man müssen ganz wir gut es sehen. Aber bei denen ist es auch ganz einfach. Bei denen könnte man gut vergleichen. Ja, weil du ja 2 hast. Ne? Weil du hast ja 2. Genau, und bei dem anderen Ja, geht es ja nur in die eine genau, Richtung, also muss der genau. Versatz Mhm. nach rechts sein. Genau. So, dann haben wir hier oben. Ups. So, wo haben wir die? Da ist die neue Mutter. Dann einmal hinein. Klacker. Der Gummi da drauf. So. Der da drauf. Die Scheibe. Die Zahnscheibe. Und die neue Mutter. Und hier bietet es sich wirklich an, mit einem Schlagschrauber zu arbeiten. Ich empfehle euch tatsächlich, wenn ihr solche Sachen machen wollt, hilft ungemein. Es gibt auch wunderbare Elektro-Schlagschrauber mittlerweile. Das ist völlig Dass man sich sowas anschaut. Ja, genau. Das lohnt sich tatsächlich, sich sowas mal zuzulegen. Weil das macht sich tatsächlich angenehmer. So, wunderbar. Wie viel Druck muss darauf? Also welcher Drehmoment? So, einen Drehmoment müsste ich tatsächlich nachgucken. Das weiß ich auch nicht aus dem Kopf. Aber das kann schon gepresst werden, dieser Gummi da oben, der soll schon richtig Mhm, fest genau, sein. das Ne? kann man schon festmachen. Genau. So, Und dann kommt es hier unten drauf. so. So, dann sind wir auf der Seite soweit durch. Genau. Dann Rad machen wir dran. jetzt gleich den Stoßdämpfer auf der anderen Seite. Dann ist der auch gleich drin. So, gehe ich mal kurz hoch, um was besser zu zeigen. Weil da müssen wir nämlich den Luftfilter wegschrauben, weil der ist Damit uns man's nach tatsächlich oben im machen kann. Weg. Ja. Hm? Der ist uns im Weg, der Luftfilter. Na, weil wir müssen ja da ran an die Genau. Schraube. Wie viele Schrauben muss man dafür lösen? 2 Schrauben, also der Luftfilter ist mit 3 Schrauben, das sind 2 Torx-Schrauben hier und hier. Hier ist eine Kreuzschraube, die hält das nur im Gelenk, die muss man, man muss nur maximal ankippen, so ein lösen, bisschen. genau, man muss den nur hochkippen und dann kommt man überall ran. Selbiges muss man tun, wenn man den Vario-Deckel abbauen will. Ja, so, da haben wir eine. Und dann hier vorne die zweite. Dann habe ich so. Und dann mit dem Magneten, mit dem Haken oder wie auch immer holt man sich die da raus. Wenn sie dann lose geschraubt ist. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Gewinde dran. So. Die hält auch den Kotflügel hier hinten mit fest. Mhm. No. So, da haben wir die zweite. Dann können wir das ankippen. Ah, super. Dann Und schon kommt man reicht das, an die genau. Schraube ran. Auch hier haben wir wieder eine selbstsichernde Mutter. Hinten ein selbstsichernder Klack. Und immer ein Dämpfer nach dem anderen, weil sonst knallt euch Sonst natürlich knallt's die runter, ganze ne? Triebsatzschwinge raus. Genau. Ist auch nicht dramatisch, aber ist dann ein bisschen doof in dem Moment. Braucht man ja nicht unbedingt. So. Festhalten. So. Schrumpst das. So, schön beiseite gelegt. Und schon haben wir den in der Hand. Und hier unten ist jetzt entscheidend, hier haben wir 2
Führungshülsen, Die müssen in den die nächsten müssen wieder natürlich in rein. den neuen auch wieder rein. Ne? Also nicht nur der Gummi und so. Klack. Nehmen wir mal als erstes. Wunderbar. Selbes Spiel wie eben. Beide ab. Schrums. Der zweite ab. Scheibe weg. Ja, hier auch darauf achten, ne? Dass die drauf ist, damit der Gummi eine Auflagefläche hat. Sonst klappert's. Fest. So. Haben wir den drinne. Jetzt, klar, dass der so rum rein muss. Anders geht's nicht. Geht nicht Genau. anders. So, dann checken wir den, schieben wir den erstmal durch. Achtung, der Gummi hier oben. Der Torque auch. Rauf. Scheibe, Federring und natürlich die neue Mutter wegen dem Gewinde. Ne? So, jetzt nehmen wir uns die beiden Hülsen. Klack, klack. Klack. Schmeißen sie nicht runter. Stecken sie Genau, da einfach rein. nur reingesteckt. Dann, ne? Ja, die sind nur reingesteckt. Manchmal ist das ein bisschen eng, aber das passt schon. So, dann da hin. So, wo haben wir? Da haben wir. So. Ist ja an sich, wenn es jetzt so frei liegt, eine schnelle Sache, der Stoßdämpfer. Ne? Ja, wenn es frei liegt, ist es muss halt normal oben noch die Abdeckung hier mit dem Sitzbankschloss und so, die muss weg. Ne? Sonst genau. kommen wir ja an die nicht ran. Aber jetzt so in zerlegtem Zustand ist Alles das kein ganz, Thema, ja. Mhm. ganz easy. Da ist das wirklich easy. So, lassen wir einen 13er gleich drauf, schrauben hier unten einmal fest. Dann haben wir das schon mal. Fest, gut. So. 12 für oben. So. Okay, fest. Hierbei kann man natürlich auch mal achten, kann auch nachmessen, dass das gleichmäßig ist hier. Dass die ne? Länge oben gleich Genau, ist. dass die Länge gleich ist. Kann man natürlich noch mal wunderbar, wenn man das unbedingt kontrollieren will, dann setzt man mal kurz einen Messschieber an, guckt, alles klar, setzt den drüben an, guckt, der Schlagschrauber ist schon toll, weil der macht es gleichmäßig. So, wenn man das so ein bisschen so und erspart eine Menge Arbeit. So, liebe Vespa-Freunde, das war's für heute. Nächste Woche geht's weiter mit meinem British Classic Projekt. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, bitte meinen Kanal abonnieren, damit ihr auch die News immer bekommt, wann der neue Teil rauskommt. Seid gespannt, es geht bald weiter. Fahrt vorsichtig, bis dann. Ciao.